loosen up. Ausschütteln, lockern. All right. So, I work on this. Jetzt greifen. Remember we were doing this move Okay, erinnert euch an diese Bewegung. as we escape? Okay. Now we're gonna add steps into it. Jetzt kommen noch ein paar Schritte dazu. One, and I trap the hand. So as I'm escaping, I trap this hand, bring it here. Er fängt die Hand und dann bringt er die andere Hand nach vorne. Okay. As it escapes, I catch it. If I see he's strong, I soften him up. Dann erreicht er ihn. But I have this hand tight. Aber die hat Focus today on defense against punches. deswegen fokussieren wir uns heute auf die Verteidigung gegen Schläge. Yesterday we were working defense and doing joint locks from grabs. Today we're really going to focus how to defend against punches. Gestern haben wir uns darauf fokussiert, mit Hebeln und so weiter, gegen Fassen und so weiter uns zu verteidigen, und heute konzentrieren wir uns auf Verteidigung gegen Schläge. The punches are very difficult to defend. Schläge oder Schlagtechniken sind sehr schwierig, sich dagegen zu verteidigen. Especially from jiu-jitsu point of view. Vor allem aus der Sicht des Jiu-Jitsus. Because we cannot, somebody is not grabbing us and we don't grab somebody. That means we have to bridge the distance very, very quickly. Weil wir haben da nicht die Situation, dass uns jemand greift oder wir jemand greifen, sondern wir müssen die Distanz sehr, sehr schnell überwinden. And once we reach the distance, bridge the distance, we have to stick to that opponent so the opponent doesn't step back and create space. Und wenn wir die Distanz überwunden haben, dann müssen wir auch am Gegner dranbleiben, sodass der Gegner nicht wegfliegen kann. So the first exercise we're going to do is, it's an ancient Chinese exercise that the Chinese monks brought to Japan a long time ago. It's a sticky hands. They use in Kung Fu, but now we use for many, many years in Jiu-Jitsu. This exercise teaches us to stick to each other. Die erste Übung stammt ursprünglich aus dem damaligen China. Das haben chinesische Menschen gemacht und haben das dann nach Japan transferiert. So this the point of this exercise to move without losing contact with your opponent. Bei dieser Übung nicht den Handkontakt verlieren. So as we move, we relax, we breathe. Try not to use the hand strength, but feel. Don't rely on your eyes, but find a way into your opponent by sticking without using contact. Go inside. Bei dieser Übung muss den Weg zum Gesicht des Gegners suchen, den Weg in den Gegner suchen, aber wie gesagt nicht den Handkontakt. And the whole point of exercise to find a way like a snake to touch the face. Ihr müsst euch so ein bisschen wie eine Schlange bewegen. Ihr sollt dann letztendlich als Ziel das Gesicht des Gegners berühren. But it doesn't mean hitting, no. Aber nicht ihn schlagen. Gently touching. And you nur leicht berühren. You cannot move the hand and then attack. No, you have to stick. Ihr müsst immer im Kontakt bleiben. Stick to the hands. Nicht ausholen und dabei den Kontakt verlieren. Okay. So it's a very good exercise to learning to really stick to each other. You have to stick to your opponent. It's not finger game. It's sticking to your opponent. Ihr sollt nah am Gegner bleiben, aber nicht mit den Fingern umspielen. But you cannot grab. Auch nicht fassen. So you have to learn to be outside and also inside. Ihr müsst ein bisschen variieren, ob ihr innen seid oder außen. Both positions have advantages and disadvantages. Beide Positionen, ob ihr innen seid oder außen seid, haben Vorteile und Nachteile. The position when my hands are outside, I can control him. So if I relax my hands, reach. He cannot reach because my hands are resting. Wenn man außen ist, kann man den Gegner kontrollieren. But it's harder for me to reach to him. Aber es ist schwieriger, den Gegner zu erreichen, wenn ich außen bin. If I'm inside, it's much easier to reach. Es ist einfacher, den Gegner zu berühren. But it's harder for me to control him. Aber es ist schwieriger, den Gegner zu kontrollieren. So you have to be able to quickly move in and out. Deswegen müssen wir sehr schnell wechseln zwischen innen und außen. Sorry. It's good. Oh,
if you feel you cannot come inside or out, Wenn ihr nicht reinkommt, you can still use not just the hands, but like yesterday, when we're using the elbow. So I can trap him with my elbow. wenn And ihr eure on the Position inside. nicht verändern könnt zwischen innen und außen, wenn es nicht möglich ist, So there, könnt ihr auch euren Körper nutzen und rein. there is many tricks and it's a strategy. You can find a way using strategy. Es gibt da verschiedene Tricks und Strategien, wie man zum Ziel kommt. But now let's make the exercise a little bit more difficult. Jetzt machen wir es noch ein bisschen schwieriger. We're gonna close our eyes. Jetzt schließen wir die Augen. Okay? And we're gonna move with closed eyes. Jetzt bewegen mit geschlossenen Augen. So you have to be aware of the space around you. Deswegen müsst ihr aufpassen, wo ihr euch befindet, also die Fläche um euch herum. You have to be aware where his hands are. Ihr müsst darauf achten, wo die Hände des Gegners sind. But I'll tell you a secret. Aber er erzählt uns noch ein Geheimnis. If I know where his hands, I know at the end of the hands gonna be his head. Wenn er weiß, wo die Hände sind, dann weiß er ganz genau, dass am Ende der Hände oder am Ende der Arme, dass da der Kopf ist. So if you relax and breathe, Wenn ihr And feel it. entspannt seid, atmet und alles fühlt. all right.